noch Hunger? Soll ich loslassen? Richtiges Ostsee-Feeling. Direkt an den Chef weitergeben. Ja. Dass die Segelmacher das nicht stoppen. Ich bin sehr froh, dass du das machst. Das sieht super anstrengend aus. Ach, das geht. Sehr schön. Segel gesetzt. Jetzt sieht das auch aus wie ein richtiges Segelboot. Moin und herzlich willkommen in Stralsund. Sieht man hinter mir. Ich bin hier schon oft vorbeigefahren, viele von Ihnen sicherlich auch, denn Stralsund gilt als Tor zu Rügen. Aber die Hansestadt soll noch viel mehr zu bieten haben und das werde ich mit Ihnen gemeinsam herausfinden. Vielleicht lohnt es sich für einen Stopp oder sogar für einen ganzen Kurztrip. Und wir fangen an hier auf dem Boot mit Niklas zusammen, denn ich lerne jetzt segeln. Das hier vorne, die Großschot, das ist dein Gaspedal sozusagen. Wenn du jetzt daran ziehst, dann werden wir ein bisschen schneller. Sind wir schnell. Ja. Hui. Ich kann segeln. Wuhu. Dann kommt jetzt das erste Manöver, was wir machen, und zwar die Wende. Mit der Wende können wir das Boot halt drehen vor dem Wind. Wir drehen uns mit dem Bug durch den Wind durch und können damit auch ein Ziel erreichen, was im Loop ist. Alles klar zur Wende? Ist klar. Gut, dann Pinne von mir weg. Hier habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt, ranziehen. Großschot, genau, die Pinne aber trotzdem immer irgendwie Festhalten. Genau. Ja, aber wie kann man denn ziehen? Fockback, Großschot lösen, Okay. auf die neue Seite setzen. Ja. Und groß, wie nennt man das nochmal? Großschot. Großschot, genau. Großschot in der Hand behalten. Und dann die Fock rüber. Okay, ich brauche ein Vokabelheft. Ah ja, die Fock ist jetzt dein Ding. Genau, ich kann die mich ja auch Fock nicht ist- um alles kümmern, Niklas. Ach, also ich denke, du bist hier. Du wurdest mir als Naturtalent vorgestellt. That's what we live for. Hey, hey, hey. Take me back to the seashore. Hey, hey, hey. So, jetzt wieder gerade. Jetzt wieder gerade machen. Seefahrer haben früher als erstes die Türme von Stralsund gesehen. So wie wir. Wir fahren jetzt Richtung St. Marienkirche. Siehst du die? Ja, also St. Marienkirchen, ich würde sagen, eine der 3 Kirchen da vorne, ne? Richtig, eine der 3 Kirchen. Es ist sogar die ganz linke Kirche. Die ganz linke. Sag mal, wie lange braucht man für so einen Segelschein? Ja, wir haben das schon in 3 Tagen geschafft. Ach. 4 Stunden. Mit den Schülern, die hier sind, haben wir eine Woche, also 5 Tage. Und ich habe gehört, dass es hier mittwochs immer eine Regatta gibt. Genau, die werden dafür auch hier auf dem Strehler Sund ein paar Bojen auslegen, wo rumgefahren wird. Manchmal ist es sogar so, dass die Mittwochsabendregatta Richtung Hittensee fährt, dort eine Tonne umrundet und dann wieder zurückkommt. Und was meinst du, kann ich da schon mitfahren? Na klar, du bist ein Profi. Na klar, Profi. Nur eben fürs Logbuch. That's what we live for. Hey, hey, hey. Take me back to the seashore. Hey, hey, hey. Jetzt will ich erstmal festen Boden unter den Füßen. Zeit für den Landgang. Schmuckstück und Wahrzeichen von Stralsund, das Rathaus. Die Stadt hat zwar rund 60.000 Einwohner, aber die Altstadt ist übersichtlich. Sie gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wer Fisch mag, muss in Stralsund nicht hungern. Die Stralsunder Möwen haben das Futterpotenzial übrigens ebenfalls erkannt. Sie hoffen auf unaufmerksame Touristen. Und damit sind sie oft erfolgreich. An jeder Ecke gibt es hier einen Fischladen. Ist klar, wir sind in der Nähe vom Meer. Aber hier gibt es den Bismarckhering. Ich glaube, das ist so ein Ding hier. Ich frage mal nach, warum. Moin. Hallo. Hui, hier riecht es ja schon ordentlich nach Fisch. Ihr habt ja jetzt hier auch ganz viel Hering. Brathering und normalen Hering und Bismarckhering und all das. Hering, Hering. Ich habe mich gefragt, was hat es mit dem Bismarckhering und Stralsund auf sich?
Der wurde hier erfunden tatsächlich. Echt? Ja, von einem Stralsunder Kaufmann und seiner Frau. Die haben das im 19. Jahrhundert in ihrem Gastwirtschaftsbetrieb erfunden und auch verkauft. Und dann kam der zu seinem Namen, weil die beiden ganz große Fans von Otto von Bismarck waren. Und dann haben die das in ein Fass gepackt und ihm geschickt zur Reichsgründung 1871 und dann ihn gefragt, ob sie das vielleicht nach ihm benennen dürften. Und er hat das probiert und gesagt, ja, kann man machen. Und seitdem heißt er Bismarck-Hering. Genau. Und das wurde dann auch urkundlich natürlich festgehalten. Es ist nicht so wie bei der Currywurst, dass die eine Stadt sagt, nee, wir haben es erfunden, die anderen sagen, wir haben es erfunden und Stralsund sagt, ja. Klar, es gibt noch ein paar mehr Geschichten dazu, aber wir haben die einzig wahre Urkunde. Hier hängen auch ganz viele Politiker und Politikerinnen an der Wand. Zum Beispiel das George Bush und da hinten ist auch Angela Merkel. Die kommen also alle zum Bismarck-Hering-Essen hierher. Ja, genau. Der Hering ist ja tatsächlich, sagt man, auch ein politischer Fisch. Also der hat ganze Weltreiche möglich gemacht. Und ja, Frau Merkel hat ihre Staatsgäste immer hierher gebracht und denen dann feierlich auch ein Fass überreicht, so wie Otto von Bismarck seinerzeit. Stimmt, das war ja ihr Wahlkreis. Genau, davor, ja. Ne? Na gut, da muss der ja ganz besonders schmecken. Tut er. Wie wird denn der gemacht? Das könnten wir uns sogar mal angucken gehen, wenn du magst. Ja, sehr gern. Dann lass uns mal nach oben gehen. Da lang? Ja, da lang. Ja, das ist unsere Produktionsküche. Das ist der Rolf. Hi. Der macht es hier. Ich habe hier schon den Hering, der aus der Ostsee stammt. Bevor wir anfangen, ich mag ehrlich gesagt Hering nicht so gerne. Ich habe den schon oft probiert und es ist einfach nicht so mein Fall. Ich denke und hoffe, ich werde dich überzeugen. Ich mache es einmal vor, schon mal. Ja. Ja? Weil der Original Stralsunder Bismarck-Hering ist immer ohne Haut. Ah ja, stimmt. Genau. Vielleicht ist das auch was ich daran nicht so mochte. Genau. Hm? Mhm. Die Haut. Die Haut, genau. Und was hast du sonst noch so für Zutaten? Also Zwiebeln, Pfeffer, Lorbeer. Lorbeer, Senfkörner und natürlich die geheime Lake. Die geheime Lake? Die geheime- Rolf, was Ja? ist denn da so drin? Ja, das ist ja das Geheime. Das kann ich dir leider nicht verraten. Ich mache jetzt hier mal mit, ne? Genau. Wie machst du das? Vom Kopf und dann am besten mit dem ganzen Daumen so abziehen. So. Ganz schön glitschig. Der riecht gar nicht so schlimm. Ja, weil er einfach nicht so viel Essig hat, wie das alle anderen machen. Die Industrie möchte eine lange Haltbarkeit, deswegen machen die es viel, viel saurer, als wir es machen. Vielleicht mag ich ihn dann am Ende doch. Ja. Jetzt legen wir den Hering ein in unser schönes Fass. Wenn du möchtest, kannst du das übernehmen. Sehr gern. Ich sag dir, wie es geht. So, ist das ein bisschen? Ja, alles gut. Super. Alles klar. Senfkörner, Wie viel? genau. 3 Lorbeerblätter. 1, 2, 3. Okay. Jetzt kommt die geheime Lake noch dazu. Die geheime Geheimlake. Genau, die geheime Lake von Johann Wichmann. Einfach drauf? Genau. Judy. Okay, das ist voll. Deckel drauf. Genau, den haben wir da. Und dann heißt es leider warten. Ja, schade. Jetzt kann ich ja gar nicht probieren, wenn ich eine Woche warten muss. Ja, aber wir haben genug Hering da. Mist. Okay, komm, wir machen's. Okay. Ja. Guck mal, hier ist auch schichtweise der Fisch. Probier einfach mal, trau dich. Okay. Und? Das geht voll klar. Wirklich. Das habe ich ein bisschen für Hering gegessen. Weil du ihn nie von uns gegessen hast. Ja, genau. Und wirklich gut. Oh, sorry, ich mit vollem Mund einmal nicht sprechen. Für alle, die keinen Hering mögen, den hier kann man essen. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Der Hafen von Stralsund spielt heute keine große Rolle mehr. Aber hier gibt es eine der größten Sehenswürdigkeiten der Stadt, das Ozeaneum. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the
falls Sie sich wundern, wir sind immer noch in Stralsund und nicht in der Südsee oder in Südamerika irgendwo. Und zwar sind wir im Ozeaneum und hier gibt es Pinguine. Humboldt-Pinguine sind das, ne? Richtig, ja. Und die haben ganz großen Hunger. Mhm. Die sind aber ganz schön frech, hä? Oh, guck mal, wie er sich freut. Glaube ich. Oder findet er es nicht gut? Doch, er Doch. mag das. Er mag Lemmy das, ja. mag gerne gestreichelt werden. Genau. Ja, hi Lemmy. Ich bleib für immer hier bei dem kleinen Lemmy. Ja, ich mag dich auch gern. Ja. Und was ist das Besondere an den Humboldt-Pinguinen? An Pinguinen allgemein ist natürlich sehr spannend, wie sie an den Lebensraum im Wasser angepasst sind, aber auch an den Lebensraum an Land. Die Humboldt-Pinguine hier zum Beispiel, jetzt gerade nach der Mauser haben sie hier Federn, aber die fallen immer so nach und nach aus. Und zum Sommer ist hier richtig eine nackte Hautstelle. Darüber geben sie Wärme ab und auch über ihre relativ großen, stark durchbluteten Flügel und Füße. Und wenn es sehr heiß ist, hecheln sie auch, wie Hunde. Denn Pinguine schwitzen nicht, sondern regulieren dann so ihre Körpertemperatur. Und was macht ihr hier mit den Pinguinen? Haltet ihr die einfach nur, damit man sich die ansehen kann? Wir sind ja hier auch unter anderem eine wissenschaftliche Einrichtung. Und für das Projekt Hearing in Penguins werden 4 von unseren Pinguinen trainiert. Wir versuchen herauszufinden, wie gut Pinguine hören können. Das weiß man nämlich noch gar nicht. Und genau, das ist ganz wichtig herauszufinden, denn nur mit einem wissenschaftlichen Hintergrund kann man zum Beispiel Schutzzonen errichten und genau, man weiß nicht, wie weit der Unterwasserlärm, der menschlich gemachte Unterwasserlärm, die Tiere beeinträchtigt. Und das versuchen wir herauszufinden. 4 Pinguine habt ihr dafür ausgewählt? Genau, ja. Lemmy gehört natürlich dazu. Die machen das auch schon, seit sie klein sind, also von Anfang an. Deswegen sind sie auch sehr zutraulich und eher besonders, ja. Und jetzt, guck mal, jetzt fängt er auch an, mich zu kraulen. Das ist immer so süß. Oh, ist das so süß. Na, möchtest du noch ein, Lemmy? Na, du spielst nur noch, ne? Du bist schon satt. Na gut, dann ist das Essen hier auch bald rum. Ja, vielen Dank, das war super spannend. Gerne. Ja, und wir können uns hier jetzt auch mal anschauen, wie es unter Wasser aussieht. Nicht nur bei den Pinguinen, sondern auch bei Meeresbewohnern, die hier ganz in der Nähe vorkommen. Und dafür gehen wir jetzt eine Etage tiefer. Schauen Sie mal, wie groß die sind. Das sind Heringe. Da kriege ich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich die gegessen habe. Vor allem habe ich gerade gelernt, steht da vorne auf einer Tafel, die haben eine ganz, ganz empfindliche Haut. Und deswegen ist es sehr schwierig, die in Aquarien wie hier zu halten. So wie ich mit denen umgegangen bin, ei. Es tut mir leid, Freunde. Ich muss es sagen, sorry. Fish in the sea. Won't you listen to me? My wife needs a wish from the magic fish. Oh, fish in the sea. Won't you listen to me? My wife needs a wish from the magic fish. See, I don't have no money of my own. Niklas hat sie mir ja schon beim Segeln gezeigt. Und auch an Land kann man sich gut an St. Marien orientieren. Die Kirche soll sogar mal das höchste Gebäude der Welt gewesen sein. Imposant ist sie heute noch. Moin. Schönen guten Tag. Ich würde gerne auf den Turm steigen. Ja, gerne. Kostet 4 Euro für einen Erwachsenen. 4 Euro, okay, alles klar. Das ist eine wunderschöne Kirche, die Sie hier haben. Kompliment. Ja, das kann man wohl sagen. Das ist die letzte Spätgotik im Norden. Und Backsteingotik ist auch, glaube ich, klassisch für Norddeutschland, oder? Also hier oben an der Küste ist fast alles Backstein. Das war das Material, was hier vorhanden war. Ja. Also Lehm und
Die wurden alle gebrannt. Und das geht praktisch von Lübeck bis Wolgast hoch. Ne? Ja. Man kann hier überall langfahren, man sieht das überall. Und natürlich weiß übergetüncht. Das war in der Spätgotik so üblich. Man wollte mehr Licht in die Kirche reinbringen. Was ich weiß, ist, dass die Kirche damit ja auch zum Weltkulturerbe gehört, ne, weil Ja. sie in der Altstadt ist. Aber ich weiß gar nicht, seit wann das Weltkulturerbe ist. Ich glaube 2002 mit Wismar zusammen damals. Und da waren wir natürlich sehr stolz drauf, ne, als Stralsunder. Kann ich Sehr mir schön. vorstellen. Ja. Und was ist seitdem passiert? Was hat sich hier getan? Ja, die Stadt wird immer schöner. Sie werden das merken, wenn Sie hochgehen. Ein fantastischer Blick. Die Leute sagen ja immer, das ist der schönste Ausblick von Deutschland. Der schönste von Deutschland? Natürlich. Na, das habe ich aber schon oft gehört. Ja, aber bei uns stimmt das. Okay, gut, dann steige ich mal rauf. Hier geht's hoch, ne? Erst kommen ein paar Steinstufen, also 226 Steinstufen und dann nur noch 140 Holz. Und erst na dann Gott haben sei wir den Dank. schönsten Ausblick. Mit Aufzug oder ohne? Ohne Aufzug. Den haben wir ausgebaut. Nein, das ist nur ein Spaß. Alles klar. Dann vielleicht bis später, falls Ja. ich nicht zusammengebrochen bin. Was hat er gesagt? 366 Stufen? Ich glaube, da muss man noch mal nachzählen. Das sind mindestens 1000. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Oh, ist das steil. Meine Güte, da darf man nicht runtergucken. Wenn sich das jetzt nicht lohnt, ne? Wow. Okay, er hatte recht. Es ist wirklich einer der schönsten Ausblicke, die ich jemals gesehen habe. Toll. Versuchen wir uns mal gerade zu orientieren. Also da vorne sieht man ja die neue Rügenbrücke. Das heißt, klar, da ist Rügen. Da hinten irgendwo ganz am Horizont ist Hiddensee. Dann geht es da Richtung Polen an der Ostsee lang und da nach Lübeck und Rostock. Ja, ist ein bisschen diesig heute, aber ich glaube, bei gutem Wetter kann man hier richtig weit sehen. Schön. In Stralsund ist man fast überall am Wasser. Vor der Stadt der Strelasund, auf der anderen Seite sind große Teiche. I'm alone, staring at my telephone. It might be October, and I'm not sober. Don't wanna be acting like this, don't wanna be playing the fool. I'm not gonna call anymore, I'm not gonna say anything anymore. When I listen to the song, I always think of you, and how we used to fool around and dance all night. When I listen to the song, I gotta think of you, and how we used to move around and dance all night. I'm at home, squeezing out a lemonade. It might be summer, and I wonder, and I thought it would be over you. I thought it would be over you. Guck mal, mach mal da jetzt. Und jetzt würde ich die andere Seite nehmen, dass du hier anfängst. Fische lassen mich anscheinend nicht los hier in Stralsund. Diesmal nicht im Aquarium, auch nicht im Brötchen, sondern in Linoleum. Und zwar hier in der Spielkartenfabrik. Ja, die gibt es hier in Stralsund. Und bevor sowas gedruckt wird, muss es erstmal ausgeschnitten werden, Fred. Du Ja. kennst dich damit aus. Das ist Linoleum. Eigentlich ein Fußbodenbelag. Ja. Und man kann den gut bezeichnen und mit so Messern kannst du das jetzt rausschneiden. Das ist ein Kartenspiel, das heißt Fischköppe. Bist ja hier bei den Fischköppen, hast du ja gemerkt. Also du schneidest hier gerade einen Sandaal und du musst wegschneiden, was nicht gedruckt werden soll. Das ist ein Hochdruck, also wie beim Kartoffeldruck. Bleibt das hier oben stehen und da kommt die Farbe drauf. Und da, wo du es weggeschnitten hast, bleibt das Blatt weiß. Ah, okay. Also da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ja. Aber perfekt, weil dann kannst du mir mal ein bisschen was über diese Spielkartenfabrik erzählen.
Die Spielkartenfabrik ist hier in Stralsund seit 250 Jahren zu Hause. Bis 1931 hatte die Spielkartenfabrik hier 560 Beschäftigte und hat Altenburg gekauft. Also man kennt ASS, Altenburger Stralsunder Spielkarten. Und Das steht für Stralsund, eins Das der steht S. für Stralsund, genau. Und wir fahren hier die Tradition. Wir sind eigentlich ein Verein, der Kinder- und Jugendarbeit macht. Das heißt, wir wollen jungen Leuten Mut machen, in handwerklichen Berufen anzufangen. In der Schule haben die kaum Kenntnis oder kaum Zugang zu handwerklichen Berufen. Kann man hier denn auch als Tourist einfach mal reinspazieren? Ja, erstens ist es für einen Urlauber toll, wenn der Leute beim Arbeiten sieht, dann ist Ja. sein Urlaubswert doppelt so hoch. Ja, das finde ich auch gut. Deswegen finde ich es jetzt auch gut, dass du schneiden musst. Und Das wir ist müssen doch uns- mein Urlaub. Und Maschinen, die einfach nur rumstehen, sind ziemlich langweilig. klar. Und bei uns laufen die Maschinen. Wir haben jetzt alles weggeschnitten, hoffen wir. Wir wissen es aber nicht genau, weil es kann noch sein, dass irgendwo was rausguckt. Also ja nicht bei meinem Sandaal hier. Naja, wir werden es sehen. Gleich kommt ein bisschen Druck. Oh Gott, ich bin so gespannt. So, Schön. perfekt. Toll. Ja. Perfekt. Dann schiebst du das mit beiden Händen nach hinten rein. Ja. Geht ein bisschen schwer. Den Hebel nach unten. Ah, das geht doch ganz leicht. 6 Tonnen, gar 6 kein Tonnen. Problem. Wie weit muss ich denn Bis runtergehen? nach unten. Perfekt. Jetzt hast du einen Elefanten angehoben. Und jetzt wieder hoch? Jetzt wieder hoch. Ein Elefanten. Und jetzt daraus ziehen. Jetzt bin ich gespannt, ob hinten das Aas. Wie schön. Oh, toll. Na, der will nicht ganz. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Und der ist besonders schön geworden und mit dem gewinne ich jedes Spiel. Wissen Sie, was ich besonders schön finde an Stralsund? Es ist ja alles fußläufig zu erreichen und auch der Strand. Und da kann man mal schnell zwischendurch hin, wenn man ein Päuschen braucht oder einfach mal entspannen will. Shut your eyes and think of somewhere. Somewhere cold and caked in snow. By the fire we break the quiet. Moin, Moin. habt ihr noch auf? Ja, Gerade so. Kann ich mal reingucken? ja klar. Gerne. Cool. Und ihr verkauft Skateboards? Ja, Skateboards, Longboards, alles, was das Herz begehrt. Toll. Alles handgemacht natürlich. Handgemacht? Ja, ich kann die mal so mal zeigen. Ja. Steckt sehr viel Arbeit und Liebe drin. Ja. Und alles aus heimischen Hölzern auch. Das ist voll schön. Werkstatt ist hier drunter sogar. Ach was. Also wenn du Bock hast, kannst du das gerne mal angucken. Na klar, habe ich da Bock drauf. Dann gebe ich dir das mal zurück. Ja, dann mal los, ne? Habe ich noch nie gesehen. Schön. Ja, lass runtergehen. Komm mit. Die Treppe knarzt und wackelt wie bei so einer richtigen urigen Werkstatt. Ja, das ist ein alter Keller. Wir machen die aus verschiedenen Schichten quasi, um die auch in die Form zu kriegen. Die Schichten werden verleimt mit Harz. Hier siehst du nochmal die verschiedenen Schichten quasi. Es sind verschiedene Holz-Furnierschichten, die man dann quasi wie so ein Sandwich übereinander legt und immer Kleber dazwischen. Wie viele Holzschichten sind das? 4, Das 5? sind 5 Stück bei dem, genau. Schön. Es kommt immer je nach Bord, ne? Es ist Ja. immer verschieden bei uns. Wie seid ihr dazu gekommen? Wieso habt ihr gesagt, wir bauen jetzt unsere eigenen Bretter? Weil ich meine, man kann auch welche kaufen. Ja, wir haben natürlich gedacht, dass wir es besser machen als andere Firmen und Klar. haben dann einfach angefangen, haben eine kleine Garage angemietet. Ja, damals habe ich Frank im Studium kennengelernt, sind zusammen Longboarden gewesen und
Genau, und dann Frank hatte schon sein eigenes Brett aus der Heimat, hat sich das schon in der heimischen Garage gebaut. Und ja, ich bin dann direkt mit auf den Zug mit aufgesprungen und habe gesagt, ja geil, ich möchte auch so eins haben, weil ich fand seins auch besser als meins, was ich so eine amerikanische Marke, die ich gekauft habe. Und so ging das eigentlich alles los. Und testet ihr die ganzen Bretter auch, wenn ihr sie gebaut habt? Also wir testen jedes Board, was wir bauen, natürlich. Ist immer ein spannender Moment, wenn man das mal ausfräst und dann das erste Mal geschliffen und dann, okay, jetzt lass mal ausprobieren, ob es so funktioniert, wie es soll. Und ja, das ist so auch das Spannendste eigentlich so daran. Ne? Also sich das selber auszudenken und zu überlegen, okay, funktioniert das, passt die Form so, ne? Ob sich das so anfühlt und so fährt. Aber ja, die werden dann natürlich getestet. Also ich würde mich jetzt auch anbieten, ein Brett zu testen. Ich stand zwar schon länger nicht mehr drauf, aber wenn ihr Lust habt. Ja, wir haben ja zum Glück noch ein paar auf Lager, dann kannst du gerne mal probieren. Sehr gut, dann Helfen dir auch. Ja, prima. Los geht's. Los geht's. Schöne Strecke. Haben wir hoffentlich den Sonnenuntergang. Das macht so Spaß. Achtung, du schiebst dich noch an. Ja. Mal aufpassen, dass das Board nicht ins Hafenbecken fällt. Nochmal. Damit mein Segelkurs nicht umsonst war, darf ich jetzt bei der Regatta mitfahren. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Aber dafür habe ich zwei erfahrene Segler dabei, und zwar Carsten und Ingo. Moin, ihr zwei. Moin. Hallo. Ihr macht das Schiff schon klar. Wollt ihr mich tatsächlich mitnehmen? Ich kann ein bisschen was jetzt. Dann bist du genau richtig. Den Rest lernst du bei uns. Sehr gut. Dann komme ich mal rauf. Ja, bitte. So, und die Regatta ist jetzt hier tatsächlich jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch ist hier die Regatta und Man zahlt keinen Beitrag, kein gar nichts. Die werden alles nur von Segler organisiert. Jedes Mittwoch ist eine Crew Start und Ziel. Also jede Mannschaft muss einmal Startziel machen. Ja, das ist ja ein bisschen was anderes als auf dem kleinen. Ja, hier sind ein paar mehr Leinen. Simi, drück jetzt bitte mal Knopf 1. 1 machen. Ja, weiter. Weiter? Ich sag dann Schluss. Gut, cool. So, und jetzt bist du der Captain. Ja, so soll es sein. Und, Und da du der Captain bist, sind wir nicht zu schräg? nein, wir fangen jetzt an, langsam Stich zu gehen. Oh nein. Aber ich muss sagen, du hast deine Mannschaft im Griff. Du. Ja. Machst du gut. Ja, ihr seid doch bescheuert, dass ihr mich hier Also wenn du steuern die lasst. Richtung weiterfährst, sind wir irgendwann in Müll. Jetzt geht's um die Wurst. Wir müssen vor Thomas da rumkommen, die Tonne. Anlaufen. Und Feuer. Ingo, Kurbel. Ja. Doch, du bist noch weit genug weg. Thomas eine Art. Wow. Zurück. Schnell zurück. Oh, wir kleben ihm wirklich am Arsch. Ja. Jetzt fahren wir auch hinten rauf. Jetzt ist tricky. Sorry. Wir sind schnell. Wir sind gut. Schnell wissen wir erst am Ziel. Aber wir sind gut. Na, hat Ihnen Stralsund auch so gut gefallen? Also ich lieb's hier spätestens seit dieser Regatta. Es ist einfach ein lebendiges Weltkulturerbe mit tollen Traditionen und schönen neuen Ideen. Also nächstes Mal, wenn Sie zur Ostsee fahren, dann machen Sie einen Abstecher hier. Das lohnt sich. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Und ich bleibe jetzt noch auf dem Boot, denn mich kriegt hier keiner mehr weg. That's what we live for. Hey, hey. Take me back to the seashore. Hey, hey. We don't even need more. We will just feel so. Hey, hey.